Diese Serie wird präsentiert von MD Textil, Black Trident, Nextorch, 1MOA, Henel, Ballistol, Schubert, Phantom Leaf, Carinthia, Sidemark, Akku, Sealskins, Recon Company und der Schießbein in Bukovje. Hallo und herzlich willkommen auf Epic Day and Night Sniper mit Rosi. Heute geht's um die Waffenreinigung. Ja. Rosi, in unserer letzten Serie hast du gesagt, Reinigen macht Spaß. Da hast du natürlich gedacht, du könntest mir eine Freude machen, wenn du meine Waffe reinigst, ne, weil du nicht wusstest, dass ich so eine Schlampe bin, was das Waffenreinigen angeht, und hattest dann da die dreckigste Kanone ever wahrscheinlich in deiner Laufbahn, oder hattest du schon dreckige? Also die erste Sache ist, darfst du lügen? Darf ich lügen? Du darfst nicht lügen. Ich darf nicht lügen, ne. Also Waffenreinigen bringt zu 100% keinen Spaß. Ja, aber das war ja Sarkasmus, den du gesagt hast. Das Reinigen macht Spaß. Ja. Nee, du bist nicht die Waffenschlampe ever. Okay, ich glaub, gut. Die bin ich sogar selber. Nee, glaube ich nicht. Eine schöne Story mit meiner MP5 damals in Calw. Mhm. Da hatte ich einen Deal mit HK und dann hatten die dummerweise mir dann angeboten, dass sie meine Waffe reinigen. Dann habe ich die abgegeben, bin dann zum Schießen gewesen. Am Freitag habe ich sie wieder abgeholt und danach haben sie mir Pulverkohle, die sie aus meiner MP gekratzt haben. Die MP5, die reinigt noch, aber diesen Anschiss war es mir wert. Okay, also das geht noch viel, viel schlimmer als bei dir, aber jede Waffe muss irgendwann mal gereinigt werden. Automatische Waffen brauchen Öl, sind so Grundsätze. Mhm. Und die Grundsätze, die ich bei einer Scharfschützenwaffe habe, es ist nicht wichtig, ob das Zweibein perfekt ist. Eine Sache muss wirklich 100% sein, ohne Wenn und Aber, und das ist der Lauf. Und ich werde immer gefragt, reinigen, chemisch oder nicht. Für mich gilt, auf der Schießbahn wird chemisch gereinigt. Das mache ich nicht unbedingt mit meinen Jagdbüchsen, aber alle Scharfschützenwaffen auf der Schießbahn. Ausnahmen waren jetzt hier bei dem Wetter in Polen. Da haben wir auch sehr, sehr lange gearbeitet. Mhm. Wir mussten auch irgendwann von der Schießbahn. Aber sie werden dann direkt danach gereinigt. Ja. So, heißt, ich habe am nächsten Morgen, ja auch nicht so viele Stunden, dann jeden Tag chemisch gereinigt. Mhm. Na, das hier ist meine älteste Scharfschützenwaffe, die ich habe. Ich habe noch eine ältere, die ich aber nicht mehr als Scharfschützenwaffe verwende. Das hier ist meine SSG 3000. Das ist mir auch die uralte Montage noch. Da kann ich mich auch nicht von trennen. Das ist mein Historiengerät. Schießt immer noch top. Die habe ich jetzt seit, ich glaube, über 20 Jahren unheimlich viel geschossen. Schießt immer noch wie Gift. Und nicht, weil ich so toll bin, sondern weil der Lauf immer noch hochgepflegt ist. Zu 95% habe ich damals gearbeitet mit Shooter's Choice. Mhm. Na, da habe ich mich auch lange beraten lassen. ich habe mich beraten lassen, habe aber mit dem Endoskop geprüft. Genau das gleiche habe ich jetzt gemacht, wo ich jetzt umgestiegen bin auf Ropla Solo. Mhm. Also alle Tipps, die ich damals gegeben habe mit Shooter's Choice, Hobbes Nummer 9, das bleibt bestehen. Aber man hat nur bedingt Zeit. Mhm. Dann bin ich also rangegangen, habe das ganze Zeug hier mal probiert, Ropla Solo, Guncare und so weiter. Habe genauso gearbeitet mit einem Endoskop, habe geschaut, reinigt das mehr als es soll. Die Hose ist wirklich unten, wenn man dann Kaltschüsse macht, die dürfen sich natürlich nicht verlagern. Mhm. So, das heißt, jetzt sage ich, Shooter's Choice ist gut. Das hier, wenn man es richtig macht, ist besser. Okay. Ich werde euch das mal zeigen, wie ich damit arbeite. Nochmal. Die Waffe muss gereinigt sein, wenn sie blitzblank innen ist, aber blitzblank heißt, die Ablagerungen müssen die guten Ablagerungen und die schlechten Ablagerungen. Die guten Ablagerungen sollen im Lauf bleiben, die schlechten müssen raus. Mhm. Dann habe ich diese hohe Qualität. Wenn ich also jetzt mit dieser Waffe arbeite, kann ich natürlich testen, wie gut habe ich gereinigt, indem ich zum Beispiel beim Entölen, bevor ich schieße, muss ich die Waffe entölen. Dann schaue ich, ob ich nur mit dem Patch arbeite oder jetzt hier mit den Filzen. Dann haue ich den Filz durch. Wenn der sauber ist, also nur noch die Ölrückstände, ohne alles, dann ist die Waffe in einem Top-Zustand. Wenn ich also beim Ölen durchhau und da kommt Dreck raus, war der Dreck da drin. Ja. Na, ein bisschen kann vom Öl sein. Na, in der Luft ist ja auch Schmutz. Ja. Na, also so ganz kleine Partikel können dran sein. Wir werden gleich mal schauen. Die ist jetzt die ganze Zeit in Polen gepflegt worden mit Ropla Solo. Wir haben die Erstschusstreffer uns immer angeschaut. Das ist alles top gewesen. Wir schauen uns jetzt mal an, was kommt hier raus. Wunderschöner Paintjob, by the way. Also ja,
Richtig schön. Das war auch noch ein Grund, warum ich sie genommen habe. Das war diese Tarnung, die ich gesetzt habe für, ja, wie gesagt, seit Ewigkeiten. Ja, die ist mittlerweile runtergerödelt. Der Tarnwert ist immer noch gut, Ja. so wie er ist. Da ein Video zu machen, wie man eine Waffe richtig tarnt, das wäre richtig lang. Empfehle ich mal nicht. Ich habe auch jetzt gar keine Waffe, die noch anmalen kann. Eventuell hätte ich eine demnächst. Liebe Waffenhersteller da draußen, Rosi hätte gerne eine Waffe für ein Paintshop-Video. Schaltet ein und ihr kriegt es von uns. Ja. So, schauen wir uns an. Ich setze ein falsches Schloss. Das falsche Schloss dient, das braucht ihr auch für eine Pritzwaffe. Wenn ich jetzt also hier mit irgendwelchen Mitteln arbeite, dann darf natürlich auf keinen Fall Robler Solo, Shooter's Choice in den Abzug rein, weil da komme ich nicht mehr nach. Rosi, diese Funktion hier mit dem Fake-Schloss, das ist mir komplett neu. Ist es jetzt speziell vom Waffenhersteller oder gibt es da, wie funktioniert das? Nee, das hier zum Beispiel von Henke. Na, das kann man mit verschiedenen Kalibern oder Waffenmodellen einstellen. Aber es gibt so einfache, das ist fast das gleiche, wie wir die bei der Bundeswehr haben. Das ist nur hier etwas anders gebaut, aber im Prinzip alles das gleiche. Ja, ein Führungsröhrchen. Ne? Genau, das setzt man ein. Dadurch wird dann kein chemisches Zeug in den Abzug kommen. Auch die Öle, da tropft nichts rein. Wie auch immer, wo man sich. MTM hat auch falsche Schlösser in verschiedenen Größen. Finde ich jetzt gerade nicht. Ich benutze eigentlich nur die und die hier. Ja. Auf jeden Fall. Das macht richtig Sinn. Klar, du willst ja nur den Lauf machen. Genau. Und es wird auch richtig geführt. Ne? Da schlägt man nirgends so gegen. Ja. Ne? Das Patronenlager soll natürlich alles unbeschädigt bleiben. Sehr schön. Ich habe jetzt hier mein Reinigungsfilz. Wie gesagt, wir wollen jetzt sehen, was passiert da vorne. Ja, so muss es aussehen. So. Das ist natürlich eine Sache, top gereinigt. Man sieht das Öl, ne? Das hast du ja gesagt. Klein wenig Öl ist ja auch sieht in Ordnung. man, ein bisschen was von dem Schmutz meiner Hand. Aber Öl ist der gute Schmutz dann quasi, oder magst du es auch nicht im Lauf haben beim Brettgewehr? Doch, es muss Öl drin sein. Vor dem Schießen entöle ich wieder. Und dadurch habe ich dann irgendwann mal diese Problematik für den ersten Schuss. Das habe ich raus. Es muss halt immer gleich sein. Ja. Deswegen, wenn ich es entölt habe, dann ist es immer gleich in diesem Zustand. Und ich sag mal, so ein wirklicher Ölschuss, wenn ich das so pflege, wie das nicht so viel weiter weg wie der trockene, wie den in Anführungsstrichen Ölschuss. Check. Weil ich halt den Lauf entsprechend vorbereitet habe. Ja. So, ich zeige mal, wie ich jetzt damit arbeite. Ich habe jetzt erstmal, nehmen wir an, ich habe jetzt geschossen. Wenn ich jetzt geschossen habe, dann gehe ich hin, den größten Schmotter, ich drehe das auf. Und ziehst erstmal den Filz durch. Dann erstmal einen Filz. Ja, man kann auch hin und zurück, das macht überhaupt nichts. So, jetzt wäre der Filz natürlich schmutzig, wenn ich jetzt scharf geschossen hätte. Wenn ich soweit bin, gehe ich hin, nehme 1 oder 2 Filze, drehe die hier auf. Ich selber mache das so. Das ganze Zeug, das stinkt ganz schön. Hast du schon mal gerochen? Ja, das hatten wir im letzten. Fall nicht nochmal drauf rein. Okay. Das hatten wir in der letzten Serie schon. So, was ich mache, ich habe das, Ach komm, was das? dieser kleine Spritzer, Schön. das zählt nicht. So, ich gehe hin, das ist eigentlich das Eleganteste und ich tunk das rein. Dann lasse ich es abtropfen. Bei anderen Waffen bin ich noch ein bisschen pingeliger, je nachdem, wo das endet. Jetzt gehe ich damit rein. Nimm dir das Danke, ja. das Seite, das da. So, und jetzt muss halt das Zeug überall sein. Das hat Einwirkzeit von. Ganz wenig. Ich mache das 2 Minuten. Ja. Und man sieht doch schon, dass da noch ein bisschen angelöst war, Ja. was eben nicht zu sehen war. Ja. Das macht diese Farbe. Robler Solo, feines Zeug einfach. Das ist Robler Solo Miel. Ja. Da ist weniger Werkstoff und der Witz ist mehr Wirkung. In der Zeit, wo das jetzt einwirkt, die 2 Minuten, da kann ich natürlich 1000 Sachen machen. Zum Beispiel, ich könnte jetzt die Einwirkzeit nehmen. Ich will jetzt gar nicht so viel quatschen, damit ich das nicht zu lange drin lasse. Und ich habe einen Optikreiniger. Schmidt & Bender bietet auch sowas an. Von der Qualität sind die mit Sicherheit gleich, denn das ist gut, das Zeug. Vielleicht kaufen die das auch dazu von Ballistol. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Nee. Dann sprühe ich das da rein. Dann nehme ich irgendein Optiktuch.
Reinigen bringt keinen Spaß, ist halt eine Pflicht. Wenn ich nicht reinige, dann ist natürlich meine Brezbüchse, die Streuung wird größer, Ja. ich habe keine Freude mehr dran. Und wenn wir jetzt mal gleich auf den Wecker gucken, wie lange ich jetzt gebraucht habe, sogar noch mit Reden, wenn ich jetzt nicht rede und nur arbeite, ist die Einwirkzeit das, was ein bisschen kostet. Ich habe jetzt mir das angeschaut, vielleicht nehme ich nochmal meine Datas, überprüfe die nochmal. 2 Minuten sind gleich um, also irgendwas zwischen 2 und 5 Minuten. Dann gehe ich wieder hin. Und jetzt geht es darum, das alles rauszuholen, was da jetzt angelöst ist. Ich mache so, das machen wirklich die Sniper ein bisschen unterschiedlich. Am Ende sollen die sauber sein. Ja. Ich hau den ersten durch. Waren aber auch wieder 2 jetzt, ne? Habe ich richtig gesehen. Ja. Ich kann es auch mit 1 machen, bei denen kann ich sogar mit 3 machen. So. Schmotter raus. Ja. Da ist natürlich jetzt auch angelöstes Zeug dran. Ab in den Müll. So, das nächste, was ich machen will, ist, das geht eigentlich. Da habe ich jetzt eben gerade die Filze mit Robla Solo durchgehauen. Da könnte jetzt auch was sein, da könnte jetzt auch reingerutscht sein ins Patronenlager, Übergangskegel. Was die neu haben, glaube ich, das kannte ich nicht. Ich nehme einfach hier so einen Lappen und eine ganz normale Ölbürste, pick die da rüber und damit kriege ich jetzt schön, schnell, sauber mein Patronenlager gereinigt. Und jetzt, wenn man mal guckt, wie lange das dauert, jetzt ist der ganze Schmutter bis hin zum Lauf. Ne? Ich komme sogar damit ein bisschen in den Lauf rein. Ja. Das heißt, da ist mit Sicherheit jetzt, oh guck mal da, sieht man ganz klein wenig von angelöstem Material. Das habe ich jetzt rausgewischt. So, und jetzt beginnt das eigentliche Reinigen. Na, jetzt habe ich nur eine vernünftige Voraussetzung geschafft. Nochmal mit der Stoppuhr. Jetzt rede ich ja, aber mit der Stoppuhr, wie schnell ich das auf der Schießbahn gemacht habe. Wenn ich ein bisschen clever bin. Das hast du noch vor Ort auf der Schießbahn gemacht, nicht mehr im Hotel? Jetzt in Polen wegen Nachtschießen Ja. haben wir es Hast du im Hotel dann habe ich gemacht? im Hotel Okay. gemacht. Aber wenn ich jetzt einen Tagschießen habe, mache ich das mal eben schnell draußen. Und dann ist ja auch irgendwann, will man mal Dienstschluss haben. Oh, bäh. Und deswegen, wenn der meine, guck hier an, was da angelöst Krass, ist. ja. Ich hätte doch mein AR mitbringen sollen, glaube ich. Ist schon klar. So. So, und jetzt wird das aber gleich schon gut aussehen. Sehr gut. So. Nee, das ist noch nicht sehr gut. Da ist noch ein bisschen Ja, aber Rückstand. es wird schon besser. Ja, auf jeden das Fall. meinte ich. Ja, das Zeug ist auch richtig gut. Aber das ist nicht dasselbe Robla Solo, was wir das letzte Mal benutzt haben, ne? Doch, Weil du aber was mit Mill gesagt hast, das kommt mir jetzt neu vor. nee, stand da auch. Stand da auch. Das alte Robla Solo, das Militär hat dann gefordert, weniger Wirkstoffe, Ach, das war das, wo du gesagt hast, ihr hattet das bei der Bundeswehr und du fandest es zu aggressiv. zu aggressiv. Genau, ja. Und dann musste ich halt noch mal ran. Das Problem war halt, dass einige, ich lass mich schnell fertig machen, ja. bitte. Na klar. Wenn man es falsch verwendet, also wenn es jetzt mit Luft vorsichtshalber ein Wochenende einwirkt, Ja. dann ist das natürlich schon negativ. Ne? Dann geht halt mehr raus als soll. So kann man halt eine Waffe auch zerstören. Wenn man an diese 2 Minuten, das hat jeder im Gefühl, 2 Ja. Minuten, ne? Dann ist man richtig schnell fertig. Und das ist jetzt fertig. Bei Shooter's Choice muss ich 5 bis 20 Minuten warten für das gleiche Ergebnis. Und das hier ist natürlich eine Sache, auch keiner hat Spaß am Reinigen. Ne? Und jetzt ist die Kanone gleich. Ich glaube, der Gerd Simon von Ballistol, der hat Spaß am Reinigen. Der hat auch keinen Spaß. Kein Meinst du Mensch. Nee. Sonst wäre es ja kein Mensch. Gerd, schreibe uns in die Kommentare, ob Ja. du Spaß beim Nee, Reinigen hat er hast. nicht. Ich glaube schon. Niemals. Der Gerd lebt das. Ja, die saubere Waffe, aber nicht die Arbeit. Das bringt einfach keinen Spaß. So muss es aussehen. Richtig gut. So, jetzt bin ich aber noch nicht fertig, weil ich will ja die Waffe auch noch konservieren. Ja. Und da mache ich mir das Leben wieder leicht. Ich nehme nochmal einen Reinigungsfilz. Die sind jetzt hier vom Ballistol. Hau den rauf. Und dann mache ich mir das Leben leicht. Na, da braucht man keine Einölbürste. Das Ganze, ja, ne? Ja. Und das
Und das macht so eine feine Schutzschicht quasi im Lauf. Genau. Und wenn ich jetzt einmal durchgehe, ist alles fein. Jetzt ist natürlich eine Sache, da kommt jetzt ein bisschen Schmutz von dem Plastik. Das ist immer so. Ja, oder auch nicht. Immer. Fast immer Ja. anscheinend. So, das heißt, da wird jetzt ordentlich eingeölt. Und wenn ich will, mache ich zusätzlich noch ein Patronenlager, einölen. Genau das gleiche Muster. Hiermit ein bisschen rein, klein wenig Öl drauf und dann ist es schon vorbereitet. Wenn ich jetzt schießen gehe, falsches Schloss rein, die gleichen Ja. Filze und gut. Mega spannend. Mit den Reinigungsfilzen, das geht schnell. Das Einzige, das kostet halt Geld. Ja. Die werden so geliefert in so Plastiktüten, das finde ich alles nicht gut, zumal die auch Geld kosten. Ich habe mir hier diese billigen Klickbehälter genommen, da schmeiße ich es rein, damit ich nicht mit den Kalibern durcheinander komme. Ja. Das ist jetzt für Kaliber 30. Lasse ich hier dann auch die Beschriftung drin. So, und alles, was über ist alles gut. Ja. So, und da stehen drin Filzreiniger Classic vom Ballistol, 100% Schafwolle, vielleicht ist das auch ein bisschen Qualität, das weiß ich aber nicht. Aber so und noch ein kleiner, ist dann eine Nummer kleiner, den habe ich dann in meiner Schießtasche oben drin. Da ist mein Gestänge schon drin. Aber Dann habe ich hier alles vorbereitet. Ich habe jetzt hier diese Röhren genommen. Na, ich habe keinen Bock, da immer alles zu suchen. Hier ist jetzt für dieses Kaliber alles drin, was ich brauche. Und wenn ich weiß, dass ich morgen schießen gehe, dann habe ich schon die richtigen Filze drauf. So ist es in der Waffentasche. Das Ding, Verschluss raus, falsches Schloss rein. Dann wird entölt. Ich schaue mir gleich die Leistung von gestern an. Ja. Bin super schnell fertig. Und wenn ich es auf die Spitze treibe, dann entöle ich sogar nochmal das Patronenlager. Meistens mache ich das aber gar nicht. Das Ja. ist so wenig benetzt, das kann drin bleiben. Aber der Lauf muss perfekt sein. Aber interessant, ne? wenn du mal überlegst, bei den Halbautomaten in der letzten Serie, wie viel Material wir gebraucht haben, auch mit Bürsten und so. Ja. Ja. Und hier einfach ein paar Filze und ein Ja. bisschen Robla Solo. Ne? Ja, was ich halt noch nehme, ist, ich habe so Reinigungstücher, die könnte ich eigentlich auch mal zeigen. Wollte ich gerade von dir Die holen. Universal, die sind richtig geil. Die haben wir heute schon den ganzen Tag benutzt. Und zwar zum Reinigen von unseren Whiteboards. Richtig gut. Ja, und wenn man das Ding sich holt, dann sind das Putztücher, die sind unbenetzt. Jetzt entscheide ich als User, was will ich damit machen. Ich habe jetzt drin den Kunststoffreiniger. Das ist der Hammer. Achso, das ist nur Papier, was kommt und du schüttest einfach dann die Lösung rein, die du noch haben willst? Genau. Verrückt. Ich könnte aber auch jetzt Öl reinschippen, Ja. wenn ich jetzt also nochmal alles einölen will. ja. Ich habe mich halt entschieden, habe das mit diesem Kunststoffreiniger. Also jetzt hier nochmal schnell die Waffe sauber machen, wenn da jetzt Schmodder dran ist. In Sekunden. Ja. Und es greift halt nicht an. Das ist auch alles gesundheitlich überprüft. Habe ich früher nie benutzt. Das benutze ich jetzt vielleicht seit einem Monat. Bin völlig begeistert. Im Übrigen auch die Tische mal eben schnell abwischen. Kostet nicht so viel. Aber alles ist, ohne dass jetzt hier meine Hand Ja. angegriffen wird. Ich weiß noch, was wir für schwarze Pfoten hatten letztes Mal. Ja, gut, beim Halbautomaten, wenn wir Na gut, das Video machen, da habe ich immer Gummihandschuhe an. Ja. Und weil das einfach ätzend ist. Hier passiert ja nichts. Na, also hier brauche ich keinen Gummihandschuh anziehen. Da sieht man ja, das ist alles clean. Ja, aber toll, weil das war ja auch ein Videowunsch, der kam bei dem letzten, dass wir nochmal Scharfschützenwaffen im Detail rein. Ja, genau. Ja. Gut, haben wir jetzt erfüllt, aber trotzdem, wir werden das nochmal mit den AR, weil jetzt im Gegensatz zum letzten Mal habe ich natürlich Erfahrung. Ja, Die hatte ich perfekt. damals nicht. Sehr gut. Gut, Fragen zum Scharfschützengewehr reinigen oder Präzisionsgewehr reinigen, gerne zu uns in die Kommentare. Ich bin mir 100% sicher, dass der Gerd von Ballistol auch mitliest. Der ist nämlich sehr dahinter, dass die Produkte auch ordentlich angewandt werden. Ganz feiner Kerl übrigens an dieser Stelle. Und ansonsten, ja, alle anderen Fragen, die aufkommen, die wir nicht beantworten können, machen wir dann nochmal in einem gemeinsamen Fragen-Antworten-Video am Ende. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, als wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Bye, bye. ciao. Diese Serie wird präsentiert von MD Textil, Black Trident, Nextorch, 1MOA, Henel, Ballistol, Schubert, Phantom Leaf, Carinthia, Sidemark, Akku, Sealskins, Recon Company und der Schießbahn in Bukovje.